In der Reihe Korrigiert kommentiere ich Videos zu philosophischen Themen, die Fehler, Lücken oder Ungenauigkeiten enthalten. Nicht mit dem Ziel, die Ersteller dieser Videos bloßzustellen, sondern um auf Missverständnisse und häufige Stolperfallen hinzuweisen und allen Interessierten einen möglichst fehlerfreien und neutralen Zugang zu philosophischen Inhalten zu ermöglichen. Ich habe Philosophie-Ethik studiert und unterrichte das Fach seit mittlerweile 15 Jahren. Heute nehmen wir ein Video von Hoss und Hopf unter die Lupe. Es trägt den Titel Die Wahrheit hinter Stoizismus. Chiara Hossainpour und Philipp Hopf beschäftigen sich in ihrem Podcast mit Finanzen, Politik und aktuellen Trendthemen. In dieser Folge geht es um die stoische Philosophie. Hoss und Hopf bezeichnen sich beide selbst als Stoiker und zeigen in der ersten Hälfte der Sendung auf, welche Relevanz der Stoizismus ihrer Meinung nach in der Finanzwelt und den sozialen Medien hat. Zitate von Marc Aurel und Epiktet werden auf die heutige Zeit übertragen und es wird eine Definition des Stoizismus genannt und erklärt. Anschließend werden Stoizismus und Epikureismus gegenübergestellt. In der zweiten Hälfte der Sendung wird eine Definition von Philosophie versucht und Hoss und Hopf berichten von einigen persönlichen Erfahrungen, in denen sie stoische Gelassenheit praktiziert haben. In meiner Analyse werde ich mich auf die Definition des Stoizismus und den Vergleich mit dem Epikureismus konzentrieren. Ja, vielleicht, Philipp, willst du mal die Definition zum Stoizismus, eine kurze Definition vorlesen und wir sprechen mal über die einzelnen Begriffe, die dort enthalten sind. Gerne, ja. Und auch, woher sie vielleicht geschichtlich kommt. Wir haben das ja schon vorhin erwähnt. Marc Aurel, Marcus Aurelius, Seneca, Epiktet sind erwähnt worden. Das sind also oftmals alte griechische Denker und Philosophen. Das ist also eine sehr, sehr alte Denkweise, die aus der Antike kommt. Die Definition in kurz: eine besonders praktische Philosophie, die Pflichtbewusstsein, Leidenschaftslosigkeit, das ist ganz bewusst so gewählt, Gleichmut und tugendhaftes Leben in Übereinstimmung mit Vernunft der Natur propagiert. Diese kurze Definition stammt von der Seite Philolex, einer Website, die sich als populärwissenschaftliche Einführung in die Philosophie versteht. Hoss und Hopf versuchen nun, die einzelnen Begriffe dieser Definition in ihren eigenen Worten zu erklären. Dies misslingt unter anderem deshalb, weil das, was wir heute unter den deutschen Begriffen der Philolex-Definition verstehen, wenig bis nichts mit den ursprünglichen griechischen bzw. lateinischen Begriffen der Stoiker zu tun hat. Zudem werden die selbst hergeleiteten Begriffserklärungen mit eigenen Erfahrungen und Gesellschaftskritik vermengt. Betrachten wir das Problem am Beispiel des Begriffs der Leidenschaftslosigkeit. Ein zentraler Begriff der stoischen Philosophie ist Apatheia. Apatheia wird im Deutschen unter anderem mit Leidenschaftslosigkeit übersetzt. Der Begriff bezeichnet die Abwesenheit von Pathä, von Emotionen, Affekten oder eben Leidenschaften. Bei den Pathä, den Emotionen, Affekten, Leidenschaften, handelt es sich laut Stoa um falsche Meinungen. Solche falschen Meinungen entstehen dadurch, dass Dinge, die eigentlich gleichgültig sind und für das glückliche Leben keine Rolle spielen, fälschlicherweise für gut oder schlecht gehalten werden. Emotionen wie Begierde, Lust, Angst oder Schmerz entstehen laut Stoa aufgrund von falschen Werturteilen. Wenn wir beispielsweise Gesundheit, Reichtum, Erfolg oder gesellschaftliche Anerkennung für Güter halten, entwickeln wir ihnen gegenüber Emotionen. Wir empfinden Begierde oder Lust, sie zu besitzen, beziehungsweise Angst oder Schmerz, sie zu verlieren. Derartige Emotionen zeigen, dass wir fälschlicherweise meinen, diese Dinge wären nötig für ein glückliches Leben. Die Pathä beruhen auf falschen, wieder vernünftigen Werturteilen. Sie stehen im Gegensatz zu den Eupatheiai, den vernünftigen, guten Gefühlen des stoischen Weisen. Im Gegensatz zu den Pathä handelt es sich bei den Eupatheiai um vernünftige Urteile. Der wiedervernünftigen Begierde entspricht das vernünftige Streben oder Wollen, der falschen Lust entspricht die vernünftige Form der Freude, der wiedervernünftigen Furcht entspricht die vernünftige Vorsicht. Schmerz hingegen hat keine vernünftige Entsprechung, da diese Emotion nur entsteht, wenn der Mensch fälschlicherweise sein vorherbestimmtes Schicksal und seinen Platz im sinnvoll geordneten, vom göttlichen Logos durchdrungenen Kosmos nicht akzeptiert. Laut Stoa sind wir unseren Emotionen also nicht hilflos ausgeliefert. Vielmehr können wir uns von diesen falschen Werturteilen befreien.
Wir sind die Urheber unserer Emotionen. In meiner Videoreihe zur Stoa erkläre ich die Theorie der Emotionen sowie alle weiteren wichtigen Disziplinen und Begriffe der stoischen Philosophie ganz genau. Das stoische Ideal der Apatheia, der Leidenschaftslosigkeit, bedeutet kurz zusammengefasst, dass sich der Mensch von falschen Werturteilen, Pathä, befreien kann und soll, und zwar indem er sein vom göttlichen Logos vorherbestimmtes Schicksal akzeptiert. Und wie erklären Hoss und Hopf den Begriff? Obwohl sie kurz zuvor betont haben, dass es sich beim Stoizismus um eine sehr alte Denkweise aus der griechischen Antike handelt, nehmen Hoss und Hopf keinerlei Bezug zur ursprünglichen Bedeutung des Begriffs der Apatheia, sondern erklären lediglich die moderne Bedeutung des deutschen Worts Leidenschaftslosigkeit. Was bedeutet das? Leidenschaftslosigkeit hört sich jetzt so an, da hat einer keine Leidenschaft für etwas. Leidenschaft ist halt auch eine sehr starke Emotion. Und der Stoiker oder stoisches Verhalten ist ein nicht emotionales Verhalten. Das heißt nicht, dass man kühl ist und keine Emotionen hat, sondern unbeirrt ist, denke ich, das wichtigste Wort. Also du hörst von außen Stimmen, mach das, nein, du musst so sein, zieh dich so an, du musst so sprechen, nein, du darfst nicht dafür sein, das sagt man nicht mehr. Und du sagst dir einfach nur, ich höre nicht zu, ich gehe meinen Weg, unbeirrt meinen Weg. Das ist stoisch. Ich glaube, es geht vor allem um Ausgeglichenheit, um geistige Ausgeglichenheit, weil Leidenschaft ist ja auch, es kann eine sehr positive Emotion sein, aber es drückt dich dann in eine der beiden Ecken, wo wir da wieder bei Extremen sind. Und beim Stoizismus geht es nicht darum, emotionslos zu sein, sondern der Stoizismus definiert Glück, habe ich ja schon erwähnt, als oberstes Ziel, und der definiert den Stoizismus dementsprechend als Abwesenheit von Leiden der Seele und geistige Ausgeglichenheit. Und Leidenschaft kann eben auch zum Leiden beitragen. In diesen Ausführungen wird sehr deutlich, dass Hoss und Hopf nicht die ursprüngliche stoische Bedeutung der Pathä und Apatheia im Blick haben, sondern versuchen, die stoische Lehre mit Hilfe der deutschen Begriffe Leidenschaft und Leidenschaftslosigkeit zu erklären. Ein solcher Versuch muss scheitern. Denn die moderne Bedeutung dieser Begriffe hat nichts mit der stoischen Lehre zu tun. Leidenschaft meint in der stoischen Philosophie nicht Begeisterung oder Hingabe, sondern ist eine mögliche Übersetzung des griechischen Begriffs Pathos, welcher auch und womöglich besser mit Emotion oder Affekt übersetzt werden kann. Apatheia, Leidenschaftslosigkeit, kann wiederum nur dann richtig erklärt werden, wenn man dieses Ideal im Zusammenhang mit der stoischen Güter- und Werttheorie betrachtet. Was können wir aus diesem Fehler lernen? Um philosophische Lehren verstehen zu können, die aus einer anderen Zeit stammen oder in einer anderen Sprache verfasst wurden, ist es unerlässlich, die ursprünglichen Begriffe zu rekonstruieren. Wir müssen begreifen, was zentrale Begriffe einer Philosophie in der damaligen Zeit und in der ursprünglichen Sprache bedeutet haben. Ein wirkliches Verständnis philosophischer Positionen bekommen wir daher nicht durch die Lektüre kurzer populärwissenschaftlicher Definitionen oder Artikel, sondern indem wir die originalen Texte, bestenfalls mit erklärenden Anmerkungen, und gute Sekundärliteratur lesen. Nach weiteren, ebenfalls fehlerhaften Begriffserklärungen der zitierten Philolex-Definition versuchen Hoss und Hopf, den Epikureismus mit dem Stoizismus zu vergleichen. Bei dieser Gegenüberstellung wird besonders deutlich, dass vor allem der Epikureismus grundlegend falsch verstanden wurde. So, und jetzt interessanterweise hier mal eine Gegenphilosophie zum Stoizismus, das ist der Epikureismus. Ich lese vor, Zitat, eine praktische Philosophie, die in der Lust das höchste Lebensziel sieht. Diese wird nicht nur durch Sinnesgenuss, sondern auch durch Gemütsruhe und philosophische Reflexionen erreicht. Und dadurch, dass vermieden wird, was auf Dauer mehr Unlust und Schmerz als Lust hervorruft. Heutzutage versteht man unter Epikurer Leute, die im Gegensatz zur Lehre Epikurs ein oberflächliches, genusssüchtiges Leben führen. Diese Definition stammt ebenfalls von der Seite Philolex. Und abgesehen von einem Tippfehler ist auch diese Definition nicht falsch. Hopf bezieht sich in seinen weiteren Ausführungen jedoch nur auf den letzten Satz der Definition, also auf Leute, die im Gegensatz zur Lehre Epikurs ein oberflächliches, genusssüchtiges Leben führen. Ein solches Leben beruht auf einer Fehlinterpretation der epikureischen Lehre.
Dementsprechend bringt er ein Beispiel, das weder zum Epikureismus noch zum Stoizismus passt. Ich würde sagen, das ist ein Großteil der Gesellschaft heute, definitiv. Das ist der Stoiker macht sich Gedanken und schläft über eine Sache. Der Epikureismus lehrt quasi, du bist gerade irgendwo mit Freunden, ich tue jetzt mal so ein Beispiel nennen, du bist gerade irgendwo mit Freunden im Urlaub, hast 5 Bier gesoffen und jetzt ist dir danach, dir eine Giraffe auf deine linke Pobacke tätowieren zu lassen. Der Stoiker würde sagen, ich bin gerade besoffen, ich schlafe erstmal noch eine Runde drüber und morgen, wenn ich der gleichen Meinung bin, dann überlege ich mir, ob ich es mache. Der Lust verfallen ist, sagt, hey, das ist jetzt eine gute Idee. In diesem Moment denke ich, dass das gut wäre. Ich würde mir dabei gleich gerne auch noch ein Piercing an irgendeiner komischen Stelle setzen lassen und jetzt mache ich das. Das ist quasi der Lust, der frevelhaften Lust folgen, wie es eben heute oftmals Leute sind, die machen Dinge und nach kurzer Zeit bereuen sie dann, was sie gemacht haben. Hopf ignoriert in seinem Beispiel völlig, was die Definition über den ursprünglichen Epikureismus sagt, nämlich, dass Lust nicht nur durch Sinnesgenuss, sondern auch durch Gemütsruhe und philosophische Reflexion erreicht wird und dass vermieden wird, was auf Dauer mehr Unlust und Schmerz als Lust hervorruft. Der griechische Philosoph Epikur vertritt gerade keinen maßlosen Hedonismus, in welchem möglichst viele Lüste sofort und ohne nachzudenken befriedigt werden sollen. Die höchste Lust ist für Epikur das völlige Freisein von Unlust. Eine solche Position heißt negativer Hedonismus. Nur indem wir unsere Bedürfnisse kontrollieren und uns auf die Befriedigung notwendiger und natürlicher Bedürfnisse beschränken, können wir innere Ruhe und damit Glück erlangen. Im Gegensatz zu Hopfs Fehlinterpretation geht es Epikur ganz ausdrücklich nicht um ein ausschweifendes Leben, in dem möglichst viele Lüste möglichst schnell befriedigt werden sollen. Vielmehr sollen wir mit Hilfe einer hedonistischen Kosten-Nutzen-Kalkulation vernünftig abwägen, welche Bedürfnisse wir wann und in welchem Maße befriedigen sollten und auf welche wir verzichten können. Denn nicht jede Lust macht langfristig glücklich. Die Vernunft zeigt uns, was langfristig zu möglichst viel Lust und möglichst wenig Leid führt. Epikur schreibt, nicht Trinkgelage und aneinandergereihte Umzüge, auch nicht das Genießen von Knaben und Frauen, von Fischen und allem Übrigen, was eine aufwendige Tafel bietet, erzeugen das lustvolle Leben, sondern ein nüchterner Verstand. Weder würde ein Epikureer also 5 Bier saufen, der Schmerz des Katers am nächsten Tag wäre größer als die Lust der Trunkenheit, noch würde er sich eine Giraffe auf die linke Pobacke tätowieren lassen. Auch hier wäre der Schmerz größer als die Lust. Zudem zählen Urlaube, Alkohol und Tattoos für Epikur zu den unnatürlichen, nicht notwendigen Begierden, welche vermieden werden sollten, weil sie zu Maßlosigkeit führen und langfristig Unlust erzeugen. Ausführlichere Informationen darüber, was Epikur unter Lust versteht und wie wir seiner Meinung nach glücklich werden können, findest du in meinem Video Epikur Ethik. Hopf spinnt nun sein Beispiel weiter und überträgt sein falsches Bild eines Epikureers auf einen Menschen, der sich in einer Identitätskrise befindet. Es ist wie wenn einer eine Identitätskrise hat und er denkt jetzt irgendwie gerade, er ist jetzt kein Mann oder eine Frau mehr, sondern er ist vielleicht doch ein Schaf oder ein Fabelwesen vielleicht, dem in der Nacht große pinke Flügel rauswachsen. Und jetzt überlegt er sich, ob er deswegen irgendwelche Medikamente nehmen soll, um sein Geschlecht zu ändern. Er macht sich keine längeren Gedanken darüber, sondern er entscheidet aus der Lust heraus, so wie er sich jetzt gerade fühlt. Das ist, wie ich meine, der Gegenentwurf zum Stoizismus. Abgesehen von dem Umstand, dass das Beispiel wenig realistisch erscheint, wird hier eine Schwierigkeit deutlich, die häufig entsteht, wenn sehr alte philosophische Positionen auf sehr neuartige und komplexe Phänomene übertragen werden. Weder Epikur noch die Stoiker haben sich nämlich zur Transition transgeschlechtlicher Menschen geäußert. Selbst ein absoluter Experte des Stoizismus oder Epikureismus hätte Schwierigkeiten, diese antiken philosophischen Positionen auf ein derart neuartiges, komplexes Phänomen zu übertragen und würde zu Recht die Finger davon lassen.
Alles in allem freue ich mich über jeden Podcaster und YouTuber, der seine große Reichweite nutzt, um Menschen für Philosophie zu begeistern. Möglicherweise konnten die geschilderten persönlichen Erfahrungen mit Elementen und Praktiken des Stoizismus dem ein oder anderen Zuschauer eine nützliche Anregung bieten. Dennoch wurden in dem Video zentrale Elemente, Begriffe und Thesen sowohl des Stoizismus als auch des Epikureismus völlig missverstanden und falsch dargestellt. Woran könnte das liegen? Und welche allgemeinen Schlüsse können wir aus den Fehlern des Videos ziehen? Erstens, eine sorgfältigere Recherche vermeidet Fehler und begriffliche Ungenauigkeiten. Gerade bei sehr alten philosophischen Positionen ist es sinnvoll herauszufinden, welche Begriffe im griechischen oder lateinischen Original verwendet wurden und was sie bedeutet haben. Trotz sehr guter populärwissenschaftlicher Literatur kann ein Blick in die originalen Texte, ein philosophisches Lexikon oder gute einführende Sekundärliteratur nicht schaden. Zweitens, es ist besser zuzugeben, von etwas keine Ahnung zu haben, als so zu tun, als wüsste man Bescheid. Niemand erwartet von Finanzinfluencern ein umfassendes philosophisches Wissen zu komplexen philosophischen Positionen wie der Stoa oder dem Epikureismus. In diesem Video hätten sich die beiden daher, wenn die Zeit für eine ausführliche Recherche fehlt, besser darauf beschränkt, von ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit der modernen Version des Stoizismus zu berichten. Auf eine Darstellung des Epikureismus hätte komplett verzichtet werden können. Drittens, es ist sinnvoller, eine philosophische Position zunächst zu durchdringen, bevor man sie auf sehr komplexe, neuartige Phänomene, wie etwa die hormonelle Behandlung von Transpersonen überträgt. Zu mutmaßen, wie sich ein Stoiker und wie sich ein Epikureer im Falle einer Identitätskrise verhalten würde, ist selbst bei sehr genauer Kenntnis beider Positionen recht gewagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die erste Folge dieser neuen Reihe fandet, ob ihr euch weitere Analysen wünscht und wie fair meine Kritik eurer Meinung nach war. Über Vorschläge, welche sonstigen Videos ich noch unter die Lupe nehmen könnte, freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank für eure Anregungen und bis bald!